Nein, bitte nicht. Okay, ich bin wach. Ich bin wach. Warum ist 7 Uhr so früh? Guten Morgen, Sonnenschein. Aufstehen, die Sonne scheint, die Bücher warten. Die Bücher können warten. Ich brauche erst Kaffee. Lukas, warum bist du so fit? Ich habe meine Routine, Anna. Ordnung ist das halbe Leben. Willkommen beim Learn German Podcast. Okay, jetzt bin ich ein Mensch. Ich bin Anna und ich versuche fleißig zu sein. Und ich bin Lukas. Heute sprechen wir über Struktur. Wie lernen wir effektiv? Wie sieht ein perfekter Tag aus? Alles beginnt am Morgen. Wir benutzen reflexive Verben, zum Beispiel sich duschen. Okay, mein Plan für heute. Ich stehe auf, dann dusche ich mich. Gut. Und dann? Ziehst du dich an? Nein, ich lerne im Pyjama. Das ist bequemer. Das ist gefährlich, Anna. Pyjama bedeutet Schlafmodus. Ich empfehle, zieh dich an, mach dich fertig. Sich konzentrieren ist einfacher in Jeans. Okay, Punkt 1. Keine Pyjama-Party am Schreibtisch. Hier sind wichtige Wörter für A2. Der Wecker, Frühstücken, der Plan, beginnen oder anfangen. Achtung! Viele Verben für Routine sind trennbar. Zum Beispiel aufstehen, to stand up or get up. Ich stehe um 7 Uhr auf. Das Auf geht ans Ende, richtig? Perfekt. Noch ein Verb. Anfangen Ich fange um 8 Uhr an. und vorbereiten, to prepare. Ich bereite meinen Schreibtisch vor. Jetzt ihr. Baut den Satz. Verb Fernsehen, to watch TV. Satz ich am Abend. Ich sehe am Abend fern. Wo ist mein Stift? Wo ist das Buch? Hier liegt eine alte Pizza. Igitt. Anna, dein Schreibtisch sieht aus wie ein Schlachtfeld. Du kannst so nicht lernen. Ich bin ein kreatives Genie, Lukas. Chaos inspiriert mich. Nein, Chaos stört das Gehirn. Regel Nummer 1: Aufräumen. Clean up. Nur das Buch, der Stift und Wasser. Okay. Die Pizza kommt weg. So, jetzt ist es leer. Und jetzt? Kennst du die Pomodoro-Technik? Pomodoro? Tomatensoße? Ich habe Hunger. Nein, es ist eine Zeitmethode. Du lernst 25 Minuten, intensiv, ohne Handy. Dann machst du 5 Minuten Pause. 25 Minuten? Das ist kurz. Ja, aber 25 Minuten Fokus. Wir benutzen Modalverben. Du musst lernen. Du darfst nicht auf das Handy schauen. Okay, lass es uns probieren. Timer an, 25 Minuten, los. Oh, eine Nachricht von Lisa. Vielleicht ist es wichtig. Anna, stopp! Du darfst das Handy nicht anfassen. Wir sind in der Pomodoro-Zeit. Aber nur kurz schauen? Eine Sekunde? Nein, du musst warten. Konzentration ist wie ein Muskel. Du musst ihn trainieren. Okay, ich lege das Handy weg. Deutsch lernen ist hart. Du kannst das. Nur noch 10 Minuten. Puh, geschafft. Ich fühle mich gut. Ich habe wirklich gelernt. Lass uns eine Pause machen. Ich erzähle dir eine Geschichte über das Lernen. Die Geschichte von der Ameise und der Grille. Ich liebe Geschichten. Erzähl. Es war Sommer. Die Sonne war heiß. Die Grille lag im Gras.
Sie spielte Musik, sie tanzte, sie schlief. Sie sagte, das Leben ist schön, ich habe Zeit. Die Grille ist wie ich am Wochenende. Die Ameise arbeitete hart. Sie trug Essen in ihr Haus. Sie reparierte das Dach. Sie lernte für den Winter. Die Grille lachte. Warum arbeitest du so viel? Komm, wir spielen. Die Ameise sagte, der Winter kommt bald. Ich muss mich vorbereiten. Und dann kam der Winter? Ja, der Winter kam. Es wurde kalt. Es gab kein Essen. Die Grille hatte Hunger. Sie hatte kalt. Sie wusste nicht, was sie tun soll. Sie klopfte an die Tür der Ameise. »Bitte hilf mir! Ich habe nichts gelernt. Ich habe nichts gesammelt.« Hat die Ameise geholfen? Die Ameise war nett. Sie gab der Grille Essen. Aber sie sagte, im Sommer hast du gesungen, im Winter musst du tanzen. Das bedeutet, wer nicht arbeitet, hat später Probleme. Ich will keine Grille sein. Ich will eine Ameise sein. Zumindest ein bisschen. Täglich ein bisschen lernen, wie die Ameise, ist besser als Panik am Ende. So, der Tag ist vorbei. Die Sonne geht unter. Anna, was hast du heute gemacht? Wir benutzen das Perfekt, Past Tense. Ich bin stolz auf mich. Ich habe früh gefrühstückt. Ich habe meinen Schreibtisch aufgeräumt. Und? Hast du gelernt? Ja, ich habe 2 Stunden Deutsch gelernt. Ich habe Vokabeln wiederholt. Und ich habe das Handy nicht benutzt. Wow, das Handy nicht benutzt? Respekt. Wie fühlst du dich jetzt? Ich bin müde, aber ich bin zufrieden. Es ist ein gutes Gefühl, wenn man etwas schafft. Kurze Grammatikcheck für A2. Die meisten Verben benutzen haben. Ich habe gelernt, ich habe gegessen. Aber wann benutzen wir sein? Bei Bewegung, Movement, gehen, fahren, fliegen und aufstehen. Also, ich bin heute früh aufgestanden. Richtig. Und ich bin zur Bibliothek gegangen. Jetzt ihr, liebe Zuhörer. Haben oder sein. Satz: Ich Fußball gespielt. Ich habe Fußball gespielt. Ich nach Hause gefahren. Ich bin nach Hause gefahren. Lukas, ich habe gelernt. Ich war fleißig. Jetzt brauche ich eine Belohnung. Belohnung ist wichtig. Das motiviert das Gehirn. Was machst du jetzt? Ich setze mich auf das Sofa. Ich esse ein Stück Schokolade. Und ich schaue eine Serie, aber auf Deutsch. Sehr gut. Auch Entspannung kann Lernen sein. Zum Schluss machen wir eine Zusammenfassung. Ich frage euch, ihr antwortet laut. Stellt euch vor, es ist Abend. Habt ihr heute gelernt? Ja. Ja, ich habe gelernt. Seid ihr müde? Ja. Ja, ich bin müde. Was macht ihr jetzt? Schlafen. Ich gehe schlafen. Das Sprechen über Schlafen macht mich müde. Dann ab ins Bett, Anna. Morgen ist ein neuer Tag. Liebe Zuhörer, danke fürs Dabeisein. Eure Hausaufgabe. Schreibt einen Plan für morgen. Wann steht ihr auf? Wann lernt ihr? Schreibt es auf Papier.
Seid wie die Ameise, nicht wie die Grille. Viel Erfolg. Gute Nacht und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.